Endlich sehe ich das Licht. Ja, das ist nicht nur einer der meiner Meinung nach schönsten Liebessongs der neueren Disney-Geschichte, sondern ja, man kann es auch doppeldeutig sehen. Denn unsere beiden Charaktere, mit denen wir in den letzten Folgen mitgefiebert haben, werden heute beide das Licht sehen. Jede auf ihre Art und Weise. Und damit herzlich willkommen zu diesem Video. Ich freue mich, dass ihr wieder mit dabei seid. Ich bin Elinor und ich stelle euch in meinen Videos meine eigene Challenge, die Disney Parent Challenge, vor und playteste diese auch ein bisschen, was manchmal auch zu ungeplanten Überraschungen führt. Die Idee zu der Challenge ist mir in meiner zweiten Elternzeit gekommen. Das heißt, ich habe selbst zwei noch sehr kleine Kinder, was aber dazu geführt hat, dass ich in den letzten Jahren einerseits auf sehr viele verschiedene Elterntypen getroffen bin und andererseits von allen möglichen Seiten, ob nun on oder offline, zugespammt wurde an Erziehungsratschlägen, Methoden und sonstigen Aspekten zum Thema Elternschaft. Ich sehe mich nicht als Expertin an, aber es hat mich irgendwie dazu gebracht, weil ich einfach unglaublich gerne mit Familien spiele in die Sims 4. Ich halte es selten lange ohne Kinder aus, den Eltern ein bisschen mehr Aufmerksamkeit zu widmen. Und wie könnte das besser gehen, als wenn man schon bekannte Eltern nimmt, die aber sonst ein bisschen in den Hintergrund gerutscht sind. Und damit beschäftige ich mich mit den Disney-Eltern. Wir sind jetzt hier also schon in der dritten Generation, Mutter Gothel und ihre Adoptivtochter Rapunzel. Und wie ihr gesehen habt, werden wir in diesem Part endlich die Generation abschließen. Das heißt, jede wird das ihr zugeschriebene passende Ende finden. Ob das nun ein Happy End ist oder nicht, sei dahingestellt. Und wir erfahren natürlich, welche Generation die nächste ist. Denn wie immer wird unser Disney-Charakter am Ende selbst zum Disney-Elternteil. Und ja, ihr könnt gespannt sein, von wem unsere Alva alias Rapunzel schon bald die Mutter werden wird. Wenn ihr Ideen habt, welche Disney-Eltern unbedingt in der Challenge vorkommen müssen und auf gar keinen Fall fehlen dürfen, schreibt es doch gerne in die Kommentare. Nun geht's aber erstmal los mit Teil 4 unserer dritten Generation der Disney Parent Challenge. Zugegeben, dieses Video war nicht von Anfang an geplant. Ich wollte die Geschichte eigentlich in 3 Teilen abgehandelt haben, aber ich hatte einfach so viel Spaß bei den Let's Play-Anteilen und es ja, ist ein bisschen lang geworden. Ich meine, alle bisherigen Videos zu Mutter Gothel sind ein bisschen länger, als ich es wollte. Und deshalb gibt es diesmal einen vierten Teil. Und wir beginnen hier mit einem der letzten Storytelling-Aspekte. Denn irgendwie muss Rapunzel ja mal noch aus diesem Turm rauskommen und ihr Martyrium beenden. Und natürlich passiert das, ähnlich wie im Film, wenn dann die ganzen Lichter aufsteigen, an ihrem Geburtstag zur Erwachsenen. Das heißt, wenn ihr es dann endlich durch die Kindheit, die Schwere, durch die nie endende Teenagerzeit mit immer den gleichen Aktivitäten geschafft habt, ist es ja dann irgendwann soweit, dass Rapunzel endlich Geburtstag feiern kann und zur jungen Erwachsenen wird. Und wenn das passiert, darf sie aus ihrem Turm raus. Anders geht das jetzt hier nicht. Wir können Flynn Rider hier nicht irgendwie reinbeamen. Unten ist abgeschlossen, nur Mutter Gothel kann den Turm betreten. Aber die Aufgabe wird es sein, einen Sim hier auf dem Grundstück bzw. in der Umgebung des Grundstücks zu finden. Das heißt, sie darf nicht reisen, aber sie darf hier überall rumlaufen. Und hier müsst ihr einen Sim kennenlernen, euch mit ihm anfreunden und mit diesem könnt ihr dann später die neue Generation beginnen. Und ich habe es schon oft gesagt, das muss jetzt auch nicht zwingend ein Mann sein. Ihr könnt natürlich eure Rapunzel auch eine Frau heiraten lassen, wie auch immer ihr das möchtet. Ich habe, damit es hier in den Videos ein bisschen so aussieht wie im Film, natürlich mir jemanden vorbereitet, der meiner Vorstellung von Flynn Rider entspricht, beziehungsweise Eugene. Und ja, warte jetzt einfach nur, dass der auftaucht. Und wie verzweifelt ich damit bin, diesen Flynn Rider zu finden, das habe ich im letzten Teil schon ein bisschen angesprochen und das seht ihr jetzt auch gleich im Let's Play-Teil. Gut, jetzt geht's hier weiter. Mir geht's ziemlich schlecht. Ich bin müde, immer noch ausgelaugt davon. Das ist eigentlich so ein typisches Teenager-Gefühl, oder? Von allem, was... Ich bin traurig, ich bin ein bisschen selbstbewusst, ach, aber das ist mir peinlich und ach, aber lustig ist es eigentlich auch und angespannt, ach Mensch.
die Ängste. Der hat so viele Ängste, das tut mir schon wieder leid. Angst, verurteilt zu werden. Ja, das müssen wir irgendwann alles mal aufklären. Na gut. Mal schauen, wie lange das noch dauert, bis wir in der Schule rausfliegen. Aber wir sind ja jetzt quasi schon durchschnittliche Fünfer-Oberschülerin. Und wenn wir weiter nichts tun, ja, sollte das nicht mehr bis Freitag dauern. Jetzt ist es tatsächlich doch Freitag geworden. Und es ist nicht nur Freitag, es ist Liebestag. Und unsere Rapunzel schreit gerade darüber, dass sie kein Date hat. Obwohl sie natürlich das Bestreben, Seelenverwandte hat. Und ja, sie hängt in ihrem Turm ab. Kein Date in Sicht. Ist aber auch schwierig. Ich habe Flynn Rider immer noch nicht gesehen. Also den ich vorbereitet habe. Ihr könnt natürlich irgendwen nehmen, der hier in der Nähe rumläuft. Aber ich habe mir ja jemanden überlegt und auch extra irgendwie ein bisschen hübsch gemacht. Und der taucht nicht auf, obwohl ich schon jetzt andere Maßnahmen ergriffen habe, die ich euch auch gleich nochmal vorstellen werde. Ja, warum ich eigentlich reingeschaltet habe, es ist gleich 15 Uhr. Ich glaube, 16 Uhr hat der Direktor mal angerufen und mich darauf aufmerksam gemacht, dass ich nicht in der Schule war. Und ich bin jetzt 5er Oberschülerin und schlecht. Und ich glaube, heute wird es passieren. Der Abschlussball steht vor der Tür. Ich bin nochmal schlechter geworden. Ich denke, der ruft gleich an. Jetzt ruft er an. Ich dachte 16 Uhr. Und? Der Direktor geht dran? Oder war es das jetzt schon? Ich meine, wenn ich jetzt nicht rausgekickt werde, dann bin ich das Wochenende quasi auch immer noch in der Schule. Mein Direktor hat irgendwann Bescheid zu sagen. Ernsthaft? Ich bin nicht rausgeflogen. Okay, da könnt ihr mal sehen, wie lange ihr als Teen echt nicht in die Schule gehen müsst und trotzdem nicht rausfliegt. Abgefahren. Also wer irgendwie so eine Homeschooling-Storyline verfolgt, der kann das echt voll nutzen. Der muss dann auch nicht jeden Tag einen Feiertag erfinden. Oh, guck mal, wer ist hier? Das ist der Kreaturenhüter. Den sehe ich sowieso ständig. Bis auf die übermäßige Portion Rouge, die er hat, finde ich, wäre der auch okay. Also zur Not müsste er einfach den Kreaturenhüter heiraten. Den findet man zumindest immer. Ja, als ob du aufs College gehen kannst. Das klang jetzt ganz schön arrogant. Es tut mir eigentlich total leid, was ich hier abziehe. Ja, der Kreaturenhüter wohnt hier hinten. Und selbst wenn man den gerade nicht sieht, kann man den immer suchen. Bob. Zumindest wenn er hier gerade im Bramblewood unterwegs ist. Das ist meine Notlösung. Denn der ist okay. Und man kann sich ja abschminken. So, wer ist hier noch? Ist er jetzt endlich mal da? Nee. Also, er wohnt inzwischen nicht mehr hier. Ich habe ihn woanders einziehen lassen und ich hoffe, dass ich ihm mal irgendwie noch zufällig begegne hier. Also nicht in Form von Alva, dass ich ihm begegne, sondern ich als Spielerin, dass ich ihm hier irgendwo in dieser wundervollen Umgebung sehe. Ich finde das hier wirklich richtig schön. Da schwimmt auch jemand und das ist er aber, glaube ich, auch nicht. Gerald Schröder. Nee. Gut. Na dann. Aber es wird auf jeden Fall der nächste Punkt, wenn ich hier wieder reinschalte, die Befreiung. Denn so lange ist es auch nicht mehr bis zum Geburtstag. Und das hier ist einfach prädestiniert, ein schöner Ort für ein erstes Date zu sein. Ihr habt es gesehen, das Spiel schreibt die schönsten Geschichten und überhaupt die schönsten Plot-Twists. Wir sind einfach so nach unserem Geburtstag hier draußen gelandet. Es war keine große Befreiungsaktion notwendig. Wir sind jetzt hier junge Erwachsene und stehen einfach mal außerhalb dieses Turms, sogar außerhalb der Mauer. Und tatsächlich war es Freitag und ich bin immer noch nicht aus der Highschool geflogen, auch am Montag und Dienstag nicht. Ihr seht, es ist jetzt Dienstag, wir sind gerade gealtert. Oh, sie ist müde. Ich werde ihr gleich mal einen Trank kaufen, denn ganz ehrlich, wenn sie hier sich schon selbst befreit hat, will ich jetzt nicht einfach hochgehen zum Schlafen. Und genau, als sie gealtert war, kam dann aber trotzdem dass ich die Highschool abgebrochen habe, wie auch immer. Mach dich mal bereit, denn gleich werden wir hier noch jemanden finden, wenn er nicht sowieso hier unterwegs ist. Und ich habe wirklich viel gemacht. Ich habe zum Beispiel, vielleicht habt ihr das auch in den letzten Behind-the-Scenes-Szenen schon mal gesehen, mir hier bei der Grundstücksart zum Beispiel die neue Herausforderung, die hier durch das Leben- und Tod-Update kam, Schrecksucher,
gegeben, weil dann hier immer mal diese Notifications kamen, dass jemand einem was geschenkt hat, der hier gerade rumlief. Ist aber auch lange nicht mehr passiert in letzter Zeit. Das habe ich ausprobiert. Dann habe ich geschaut, wer hier rumläuft und habe meinen bevorzugten Flynn Rider mit dem zusammenziehen lassen oder dann auch nochmal umziehen lassen in ein Haus von Leuten, die hier ständig gelaufen sind. Auch das hat nicht funktioniert. Und deswegen werde ich jetzt auf einen anderen kleinen Trick zurückgreifen, denn er ist trotzdem noch nie hier lang gekommen. Sie genießt einfach mal noch ein paar Stunden ihre neu gewonnene Freiheit. Und zwar kleiner Trick, der das Park Zeit für Freunde erfordert. Ich habe eine Gruppe gegründet. Ich habe eine Gruppe gegründet mit meinem, ja, Flynn Rider, Eugene Fitzpatrick, glaube ich, heißt er. Oh, dass ich das nicht weiß. Ja, bei mir heißt er Ludwig Larsen. Und ich werde jetzt hier einfach mal eine Versammlung starten, damit der Typ hier vorbeikommt. Das ist jetzt vielleicht nicht ganz sauber. Wie gesagt, die Challenge sieht einfach nur vor, dass ihr ein Date mit jemandem habt, beziehungsweise dass ihr jemanden heiratet, der hier irgendwo vorbeikommt, und ihr könnt euch das natürlich frei wählen, wer das sein soll. Hey, nein, geh doch jetzt nicht in das Haus. Das ist jetzt blöd gelaufen. Das wollte ich nicht. Ich kann den auch nicht irgendwie herrufen oder so. Was macht der denn? Der sabotiert die Toilette. Ja, weil die Regeln in dieser selbst erfundenen Gruppe, die ich gemacht habe, so eine bisschen schelmische Gruppe, ist eigentlich nur Mist machen. Das Ziel. Gut, das wollte ich alles gerade nicht zeigen. Ich wollte eigentlich einfach, dass du mal einen Typen kennenlernen kannst und ein Date haben kannst, was so ein bisschen deinem Bestreben entspricht. Und eigentlich sollte Mutter Gothel nicht wirklich was davon mitkriegen, weil sie das im Film ja auch nicht macht. So, ein wenig später, ist schon fast 2 Uhr nachts. Mutter Gothel schläft und wir sind hier unten im Garten. Haben ein bisschen gesungen und sprechen den jetzt hier endlich mal an. Ihr dürft jetzt live dabei sein, wenn hier das Paar der neuen Generation aufeinander trifft. Hallo, hey, wie geht's so? Ja, es ist natürlich ein bisschen anders als im Film und du hast schon wieder ein Handy. Wir reden ein bisschen naiv über den Weltfrieden, Differenzen beilegen. Ach, vielleicht. Ich hatte eigentlich schon mit Lucretia meine Differenzen beigelegt, um diese Angst mal wegzukriegen, aber offenbar funktioniert das nicht. So, wollen wir mal sehen, ob ich mit ihm flirten kann. Hier stand irgendwie gerade, dass sie mit niemandem Interesse hat zu flirten. Gucken, ob das geht. Irgendwo stand das. Flirten, niemand. Vielleicht ändert sich das auch. Das habe ich noch nicht so richtig durchstiegen. Ich muss aber auch sagen, dass ich das Verliebt-Pack noch nicht habe. Zumindest gerade in diesem Moment, in dem ich das aufnehme. Ich habe schon noch vor, mir das irgendwann zu kaufen. Also das hat funktioniert, aber ist jetzt bei ihm nicht wirklich auf Interesse gestoßen. Ja, da muss ich mir noch ein bisschen nachhaken hier. Nee, du gehst jetzt nicht gleich wieder ins Bett. Ich habe dir doch nicht aus Spaß so einen Trank geschenkt. Du sollst dich heimlich mit ihm treffen. So, und jetzt sind wir wieder hier topfit und hey, aber ich dachte, in unserem Bad hat niemand was sabotiert. Kannst du gleich mal noch reparieren. Und dann werden wir mal unserem neuen Freund, ja, ich will es nicht übertreiben, eine SMS schicken. Ach nee, ich wollte eigentlich eine Kokette. Naja, eine glückliche SMS. Nee, wir machen das anders. Wir schicken ihm eine normale SMS und fragen ihn dann nach einer Verabredung. Geht das denn so einfach? Nach einer Verabredung fragen? Nee, wahrscheinlich nicht. Doch. Doch. Oder kommt er nicht? Ich kenne niemanden, den ich um eine Verabredung bitten könnte, weil Pascal nach wie vor mein bester Freund ist. Und ich mit dem, doch, es geht. Dann mal sehen, ob er Lust hat. Ja, ich glaube, die größte Herausforderung wird gerade, das ein bisschen vor Lucretia geheim zu halten. Deswegen treffen wir uns eben mal nicht auf dem Grundstück. Ich würde aber trotzdem gerne, hier ist irgendwo so ein niedlicher Pavillon. Ich glaube, hier so irgendwo. Da hätte ich gerne ein Date. Das heißt, wir verabreden uns einfach hier mal in dem Wald oder Nationalpark. Das hat wenigstens wieder so ein bisschen was vom Film. Schön, dass er ja gesagt hat. So, hier ist jetzt natürlich noch nichts los. Ach, es ist heiß. Mensch, ich wollte eigentlich ein tolles Date-Outfit anziehen, aber es ist auch okay. Was hat der denn an? Wir könnten uns erstmal ein bisschen
Bisschen anfreunden. Das ist ja immer so ein klasse Trick. In die Wolken schauen oder voneinander Fotos machen führt zum schnellsten Beziehungsaufbau überhaupt. Total realistisch. Mache ich auch immer, wenn ich neue Freunde finden möchte. Ich mache möglichst viele Fotos von denen und dann verstehen wir uns einfach super. Gut, der braucht wirklich ein Makeover. Ich habe nicht jedes Outfit angepasst. Ich dachte eigentlich, ich hätte das gemacht. Naja. Wer hätte auch ahnen können, dass bis dahin Sommer ist, wo ich das eigentlich ganz passend finde. Das ist ein bisschen langweilig hier. Vielleicht können wir irgendwie mal was anderes machen. Und noch mal ein bisschen flirten. Mutiger Anmachspruch, oh ja. Die funktionieren doch meistens. Ich stehe schon synchron auf. Der flirtet nicht gerne, hm? Irgendwie scheint er ein Problem zu haben. Mit mir, mit dem Flirten, keine Ahnung. Der ist einfach nicht so gut drauf. Warum auch immer. Ich finde, das hat schon ein bisschen was von dem Film gerade hier, wie sie so überschwänglich enthusiastisch und fröhlich ist und er irgendwie so ein Pokerface hat und leicht genervt von ihr ist. Wenn's trotzdem, wir können ihm vielleicht einfach mal was Romantisches schenken. Ist alles nicht so toll, ne? Vielleicht einfach eine Blume. Paradiesvogelblume. Bleibt ja nie in unserem Haushalt. Ich plane ja, diesen Typen hier zu heiraten. Das wissen nur die beiden noch nicht. Na, findet das mal schön? Hey, na, immerhin. Immerhin. Es hat aber immer noch nicht wirklich was gebracht. Doch ein bisschen? Oh, doch, ein bisschen. Und dann haben wir eine Blume zurückbekommen. Nummern austauschen, natürlich. Oh, ein nachdenkliches Geschenk mit einer Liebesbotschaft. Das wollen wir natürlich auch gleich mal noch anschauen. Das finde ich ein bisschen übertrieben jetzt, angesichts dieser Beziehung. Aber von mir aus, ich will mich ja nicht beschweren. Leidenschaftlich küssen. Oder willst du Kinder? Das könnte ich auch mal fragen. Möchtest du Kinder? Sollte man vielleicht auch frühzeitig klären, Beziehungstipps geben. So, und jetzt suchen wir hier mal nach diesem... Was? Nee, das will ich eigentlich nicht. Ich muss sagen, dass ich in meinem normalen Spiel das meistens mache, dass ich Ja klicke, weil ich auch die ganzen Merkmale immer randomisiere, aber ich wäre einverstanden, ihm ist es egal. Aber tatsächlich finde ich das gerade sehr unpassend, dass sie nicht kokett sein soll, vor allem wenn sie ein Liebesbestreben hat. Und ich wollte jetzt eigentlich mal diesen hübschen Pavillon suchen, dass die sich da mal zusammen hinsetzen können. Wo ist der denn? Ja, Liebe in aller Öffentlichkeit gestehen passt doch hier irgendwie auch dazu. Ach, ist das süß. Oh, das will er nicht hören, das will er nicht hören. Es gefällt mir, wie das so unbeabsichtigt passend ist. Na gut, ich glaube, so viel mehr gibt unser Date nicht her. Ich dachte, wir haben schon Nummern ausgetauscht. Aber vielleicht ist das auch egal. Vielleicht können wir trotzdem die Story weiterführen und uns einfach später noch ein bisschen näher kommen. Ich meine, vor dieser dominanten Alten retten kann er sie ja trotzdem. Die übt übrigens Gitarre. Einfach damit sie mir hier nicht in die Quere kommt. Und du trainierst eine Runde. Ja, Mann, ich finde dich doch schon gut. Du musst es dir nicht übertreiben. Ich finde dich gut. Ich will mit dir flirten. Du bist gerade das Problem. Jetzt rennt er einfach weg. Und damit hat eine von beiden, zugegeben aktuell mein absoluter Lieblingssim, ja schon zu ihrem Ende, zu ihrem Happy End gefunden und konnte endlich das Licht sehen. Und die Geschichte und Generation ist aber natürlich immer noch nicht vorbei, denn irgendwie müssen wir diese Hexe hier noch loswerden. Und ja, ich habe es in der allerersten Generation schon mal angesprochen. Der Tod von Disney-Eltern ist etwas sehr Gegenwärtiges. Damals war ich noch wirklich traurig, dass James gestorben ist. In der zweiten Generation haben wir die beiden Ehemänner von Lady Tremaine zu Grabe getragen, was mir jetzt zugegebenermaßen nicht so wehgetan hat. Und nun verabschieden wir uns von Mutter Gothel, Lucretia Blomsim, die ich ehrlich gesagt auch ein bisschen lieb gewonnen habe, denn begleitet von klein auf als Tochter von Lady Tremaine, als Drizella, die immer im Rampenlicht stand, fotografiert wurde, gehypt wurde und ein Kinderstar war auf sämtlichen Social-Media-Kanälen,
und dann hier zur Kräuterhexe, zur Eigenbrötlerin geworden ist und ja, es eben nicht geschafft hat, ihre Generationszyklen zu brechen, sondern ihre eigenen Kinder noch schlimmer behandelt hat, als sie das von zu Hause kannte. Ja, wir verabschieden uns von Lucretia Blomsim und ich muss mir jetzt nicht mal groß irgendeinen Tod ausdenken, denn sie ist ein Vampir. Es ist strahlender Sonnenschein heute. Sie muss einfach nur lang genug draußen bleiben. Ja, warum machen wir das? Es gehört natürlich zum Storytelling. Mutter Gothel verliert am Ende ihre Macht über Rapunzel, ihre ewige Jugend und damit ihr Leben, denn eigentlich ist sie ja schon ziemlich alt. Deswegen fand ich die Parallele zum Vampir-Dasein auch einfach so passend. Rapunzel emanzipiert sich, sie sagt, nein, du hast mich mein ganzes Leben lang belogen, das war keine Liebe. Du hast mir sonst was vorgespielt, dass du meine Mutter bist, dass es normal ist, in diesem Turm zu leben, dass du mich liebst. Und ja, in dem Moment, im Film schneidet sie natürlich noch ihre Haare ab, die dann auch endlich die Haarfarbe bekommen, die genetisch sinnvoll wäre bei ihren wahren Eltern, nämlich brünett. Das können wir jetzt hier so nicht so simulieren, aber wartet kurz, es kommt gleich. Und in dem Moment, in dem sie sich also zu Flynn Rider bekennt und ja, ihre Abhängigkeit hier durchbricht, verliert Mutter Gothel ihre Macht und stirbt. Und Alva kann endlich ein neues Leben beginnen. Ich habe es gerade schon gespoilert, sie wird brünette Haare bekommen. Und wer genau sie ist, seht ihr gleich, denn natürlich habe ich das auch nochmal nachgespielt, diesen ja schon irgendwie epischen Tod meiner letzten Generation. Wir haben uns nun hier versammelt an diesem schönen Sommertag und ihr seht, dass Lucretia schon qualmt, aber nicht vor Wut, sondern wegen der Sonne. Es ist ein leicht bewölkter Tag, aber die Sonne kommt trotzdem durch. Eugene erkundet das Haus, okay. Und wir sind jetzt Zeuge von Lucretias Tod, denn Alva hat sich emanzipiert und aus ihrer Gewalt befreit. Sie hat Eugene gefunden, lieben gelernt und wird jetzt hier abhauen. Und nein, du gehst jetzt nicht schlafen, du bleibst hier draußen, denn genau das ist das, was wir wollen und was jetzt passieren wird. Lucretia wird ihr leben lassen bei dieser Geschichte. Stopp, stopp, stopp. Du kannst dich nicht mehr retten. Ach, dass ich das hier... Ich habe irgendwie jetzt hier fast ein Jahr in diesem Haushalt gespielt, also ein Sim-Jahr natürlich. Bei mir dauern die Jahreszeiten jeweils 2 Wochen, habe ich so eingestellt, weil ich das irgendwie am angenehmsten finde. Und ich habe sie so lange davor bewahrt, jetzt hier zu verbrennen. Wie gesagt, bis auf das eine Mal, als ich beide verloren habe. Und jetzt provoziere ich das hier so, während die da hinten, ja, gut klarkommen miteinander und hier auch immer noch eine Freundin anruft und mir erzählen will, wie ihr Date gelaufen ist. Und wir werden jetzt beobachten, wie Lucretia einfach nicht reingehen darf. Auch wenn wir sie lieb gewonnen haben, natürlich irgendwie auch ein bisschen über die letzten Teile, sowohl als Tochter von Lady Tremaine, also als, wie hieß sie, Drizella, als auch natürlich als Mutter Gothel. Irgendwie hat sie ja schon Stil. Aber ja, das ist ihr Ende. Und ich bin gerade überrascht, wie lange das dauert. Sonst bin ich immer so schlecht mit Vampiren, weil die so schnell verbrennen. Und ich bin gerade wirklich überrascht. Ich will jetzt eigentlich nicht die Autonomie extra ausstellen. Ich wollte zumindest, dass Rapunzel dabei ist. Da sie das ja im letzten Moment auch noch so bereut, ne? Sie versucht Gretel vom Turm, ja, genau, das ist es. Lucretia Blomsim hat ins Gras gebissen, weil sie zu lange der Sonne ausgesetzt war. Und was ich eigentlich sagen wollte ist, dass Mutter Gretel im Film ja vom Turm stürzt und ja, runterfällt und Rapunzel eine Millisekunde oder eine Sekunde noch ihre Augen erschrocken aufreißt und sie zurückhalten will und die Arme ausstreckt, verzweifelt nach ihr, was wirklich einfach eine krasse Szene ist. Ne? Diese Frau hat sie jahrelang missbraucht, ausgenutzt, eingesperrt und für ihre Zwecke missbraucht, ihr eine gewisse Art von Liebe vorgespielt. Gut, ich will gar nicht absprechen, dass sie das Mädchen vielleicht auf irgendeine Art und Weise, eine verrückte Art und Weise geliebt hat. Aber ja, das ist das Ende und ich dachte, deswegen wäre Alva vielleicht dabei.
das ist das Ende von Lucretia Blomsim und dieser Generation. Und nun ist es soweit, dieser Moment, der auch für mich immer ein ganz besonderer ist. Nach dem Tod von Mutter Gothel ist Alva noch ein letztes Mal in ihren Turm zurückgekehrt und hat sich ein bisschen schick gemacht für ihr neues Leben, das nun bevorsteht, nämlich als Iduna, die Mama von Anna und Elsa. Ja, wir reisen in eine völlig neue Welt. Wir werden Königin. Und ja, das ist jetzt Storytelling-mäßig natürlich ein bisschen knifflig, denn eigentlich ist ja Rapunzel die Prinzessin, die Eugene mit in ihr Schloss nimmt und wo die beiden dann zu König und Königin werden. Ja, jetzt stellen wir uns das einfach andersrum vor. Der sie hier gerettet hat, ist ein Prinz, nämlich Prinz Agnar bzw. König Agnar, der sie jetzt mit nach Arendelle nimmt, wo sie ja einfach nochmal ganz neu anfangen kann, worüber ich mich wirklich sehr für sie freue. Ich habe sie so lieb gewonnen. Sie hat das Bestreben, Seelenverwandte, ehrlich gesagt, weiß man über Iduna nicht ganz so viel, deswegen habe ich das jetzt einfach mal angenommen und die Merkmale gut, Einzelgängerin und liebt die Natur. Ich finde, das ist für beide sehr passend und ja, wie genau das zu Iduna passt, werden wir uns dann im nächsten Part anschauen. Natürlich musste ich erstmal eine passende Residenz für die beiden finden. Das ist ein bisschen schwierig. Lasst euch überraschen, welches Schloss es am Ende geworden ist. Und lasst euch auch überraschen, wie es hier mit diesen Videos weitergeht. Ich habe es beim letzten Mal schon ein bisschen angekündigt. Ich werde was umstellen müssen. Ich komme nicht so ganz hinterher mit meinem richtigen Leben und dem Videoproduzieren und so weiter. Es macht mir wirklich viel Spaß, aber ich muss das alles ein bisschen anders aufziehen. Lasst euch überraschen und erzählt mir beim nächsten Mal gern, wie ihr das so findet. Also dann, ich freue mich, wenn ihr das nächste Mal auch wieder dabei seid. In der Zwischenzeit können wir uns gern auf Instagram wieder treffen. Ich heiße dort ebenso Elinor Blomsim und sämtliche Regeln zur Challenge bzw. den bereits veröffentlichten Generationen findet ihr auch auf Tumblr. Also dann, bis zum nächsten Mal. Tschüss!